Die Welt des Feinstofflichen. Die ersten Vorbereitungen. Um mit diesem Thema arbeiten zu können, müssen wir erst einmal einige Sachen verstehen. Wie wir geschaffen sind und welche Probleme sowie Möglichkeiten wir haben. Wir alle haben schon vom grobstofflichen wie feinstofflichen Körper gehört. Und der grobstoffliche Körper besteht aus Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther. Und der feinstoffliche Körper besteht aus Geist, Intelligenz und falschem Ego. Darüber gibt es noch die Seele, die nichts mit diesen beiden Körpern zu tun hat. Aber das ist ein anderes Thema. Jeder kennt das Yin-Yang-Prinzip, wo zwei Polaritäten miteinander und zum Teil gegeneinander spielen. Auch hier gilt es, diese Polaritäten miteinander so in Einklang zu bringen, dass sie uns nützlich sind. Um einige Beispiele zu nennen: Venus Plus, weiblich-männlich, Mond-Sonne, Dunkelheit-Helligkeit, unbewusst-bewusst, Körper-Geist, Tag-Nacht, Innen-Außen, Passivität, Aktivität. Um das noch zu verdeutlichen, habe ich die drei Gunas aus den Wegen genommen, da diese, noch, da diese es noch ausführlicher erklären. Diese werden euch helfen, diese Polaritäten besser zu kontrollieren und im Einklang zu bringen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die meisten Menschen mit ihrem eigenen Geist zu kämpfen haben, weil wir zu sehr in Polaritäten denken und viel zu viel denken, aber nicht im Sinne der Analyse, sondern im Sinne der Spekulation. Umso mehr ihr versteht, wie der feinstoffliche Körper funktioniert und umso mehr ihr versteht, wie wichtig Tugenden sind, umso schneller werden sich gegenseitige Polaritäten auflösen. Ich habe euch unten in dem Video mal eine Tabelle mit den drei Gunas angefügt. Das ist für diejenigen, die sich wirklich mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Für alle anderen hier nur einmal eine kurze Beschreibung der drei Gunas. Die drei Gunas werden aufgeteilt in Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Wer in Tugend ist, dem ist sein Bewusstsein in Wachen. Seine Erkenntnis ist Wissen, seine Philosophie Weisheit, seine Gefühle heitere Stille und sein Gemüt Freude. Wer in Leidenschaft ist, dem ist sein Bewusstsein im Träumen, seine Erkenntnis ist Lernen und Vergessen, Philosophie ist Zweifel, Gefühle wilde Leidenschaft und Gemüt Schmerz. Und wessen Bewusstsein in Unwissenheit ist, der ist in Tiefschlaf, die Erkenntnis ist Unwissenheit, Philosophie ist Zwangsvorstellung, Gefühle dumpfe Gleichgültigkeit und Gemüt Dumpfheit. Wie ihr nun gehört habt, weichen diese Eigenschaften sehr voneinander zum Teil ab. Das liegt daran, dass diese Gunas sich ständig in einem Kampf miteinander liegen. Jedes einzelne versucht die Kontrolle zu gewinnen. Mal versucht Tamas, Rajas und Sattva zu besiegen, mal versucht Rajas, Tamas und Sattva zu besiegen und mal versucht Sattva, Tamas und Rajas zu besiegen. Wer erfolgreich im kollektiven Visualisieren arbeiten möchte, sollte versuchen, so gut wie möglich in Tugend zu kommen, weil da sind die Störungen am geringsten. Um das noch zu verdeutlichen, warum Tugend so wichtig ist, habe ich aus der Bhagavad Gita Verse, die die tamasischen Eigenschaften aufklären. Hochmut, Stolz, Zorn, Selbstgefälligkeit, Grobheit, Unwissenheit sind die Eigenschaften der Menschen, die von unwissender Natur sind. Der tamasische Mensch weiß nicht, was getan werden muss und was nicht getan werden darf. In ihnen ist weder Sauberkeit noch richtiges Betragen zu finden. Sie sagen, die Welt sei unwirklich und sie habe keinen Ursprung und es gebe keinen Gott, der sie beherrsche. Sie sei durch sexuelles Verlangen erzeugt worden und es habe keine andere Ursache als Lust. Weil sie sich nach solchen Schlussfolgerungen richten, gehen die Unwissenden, die sich selbst ausgeliefert sind und keine Intelligenz haben, abscheulichen, unheilvollen Tätigkeiten nach, die dafür bestimmt sind, die Welt zu zerstören. Die Unwissenden, die bei unersättlicher Lust, Stolz und falscher Prestige Zuflucht suchen und sich in Illusion befinden, sind unsauberen Arbeit verschworen und fühlen sich zum Unbeständigen hingezogen. O Sohn der Gurus, wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit zunimmt, machen sich Irrsinn, Illusion, Untätigkeit und Dunkelheit deutlich bemerkbar. Dagegen führt Tugend dazu, dass man Demut, Bescheidenheit, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Sauberkeit, Stetigkeit und Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnesbefriedigung, Freisein vom falschen Ego und das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, nicht angehaftet sein an Kinder, Frau, Heim und dergleichen,
Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse, beständige und unverfälschte Hingabe an mich, Zurückziehen an einsame Orte, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All diese Dinge erkläre ich hiermit für Wissen, und alles andere, was dem widerspricht, ist Unwissenheit. O Sündloser, die Erscheinungsweise der Tugend, der reiner als die anderen, erleuchtet und befreit einen von allen sündhaften Reaktionen. Diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise befinden, entwickeln Wissen, doch werden sie durch die Vorstellung, glücklich zu sein, bedingt. Um das nochmal psychologisch zu untermauern, kann man von Jung und Freud ausgehen, wo diese, wie bei den drei Gunas unterteilten, mit Unterbewusstsein, Unwissenheit, Bewusstsein, Leidenschaft und Überbewusstsein, Tugend. Da wir uns meist in unserem Unterbewusstsein befinden, kommen wir meist nicht weiter in unserem Leben. Wir müssen uns lösen von unserem Nachrennen der Sinne, was nichts weiter ist als Schatten und Gespenster. Dieses Video diente dazu, um euch mal zu verdeutlichen, wie vielschichtig das ganze Thema feinstofflich ist und worauf ihr einfach mal achten solltet. Denn in einer Haltung, alles sei eins und es spiele keine Rolle, schwarz oder weiß, werdet ihr nicht weiterkommen. Um das zu untermauern, schaut euch die Menschheitsgeschichte an, wie diese in dem Glauben gelebt hat, dass Schwarz und Weiß egal wären und was die Folgen daraus waren. Also bleibt anständig und versucht einfach bessere Menschen zu werden und euch weiterzuentwickeln. Versucht Extreme zu vermeiden. Ich würde mich über Kommentare und Fragen freuen.